Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds. Und wir gehen dann mal hier kurz rein, schauen mal, was haben wir denn hier? Wir haben Bewohner, wir haben Bewohner und wir haben Everett Gill. Good day to you. Ja gut, alles klar. Koch Raymond. Hi. Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Es tut mir leid. Most people don't. Besides, this place is enough to try anyone's nerves. Warum? Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Or perhaps the rats spewing acid at our walls? Oh ja. Board was right. This place isn't fit for human habitation. And I was a fool for staying. Du kannst immer noch gehen. Meine Ingenieurin hat Appetit auf Dustbag-Auflauf. Kannst du sowas zubereiten? Also, nee, warum bist du denn ursprünglich hier geblieben? Sanjar, of course. He had all these glorious ideas about how he'd run Monarch. Rest periods between every work shift. No shift more than 10 hours long. It all sounds wonderful, until you realize it's only a few centimeters of repurposed steel between you and the deadliest creatures in the galaxy. Es sollte schon mehr als ein paar Zentimeter sein, das stimmt. I could do with a few kilometers of cold vacuum, but that spaceship is flown. Hast du je daran gedacht, Stellar Bay zu verlassen? Only every day. But in case you haven't noticed, we don't exactly get ships on a regular basis, yours notwithstanding. And even if I did scrape together enough to buy passage out with sublight, which would mean reaching Fallbrook without getting eaten, shot, or dissolved into green goop, what then? Du hast erstochen vergessen. Das ist jedenfalls sehr gut möglich. Sag du es mir doch. Nothing. That's what. Because MSI is not in what you'd call good standing with the board. So even if I could get out of here, no one's gonna hire me. Even talking about it has my blood pressure up. I've really gotta stop. Du, also jetzt nochmal wegen dem Dustbag-Auflauf, ja? That was a real popular meal 10, 20 years back, before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht. And the mushrooms, well, not many venture out of town, what with the monsters hereabouts. I can whip one up for you, but it'll cost. Here's a menu. Oh, yikes. I can't cover this much, Captain. $3000 Bits. Nee, ne? Also da schüchtern wir mal kurz ein bisschen ein. What? No, Captain, I don't want you to do it this way. It's all right, miss. I'm a coward at heart. Made that clear from the outset. Look, Captain, this is the best I can do without putting myself out of business. Na klar, komm. I'm mighty glad you reckon so. This is gonna take about an hour in the oven. Nothing I can do to speed it. That's just how cooking works. Ach du, das weiß ich. Alles gut. There we are. Now, if you don't mind, I really need to take a leak. My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming young lady. You're a gentle soul, miss. Be careful with this one, all right? She's kind of a brute. Oh, gosh. My tum's rumbling just smelling that casserole. Hast du mich jetzt gerade beleidigt? Nur weil ich deinen Wucher nicht bezahlen wollte?
Also ich meine, ne, angemessene Preise und so ist schon in Ordnung, aber also das war ein bisschen heftig. Heftig, Bruder, heftig. Sure thing. So, dip. Oh, ist ja schon leer. Na gut. So. Haben wir das auch erledigt. So, Tagebuch. Herzküchlein brauchen wir noch. Nein. Okay. Das reicht dann also nicht. Ja, da müssen wir mal gucken. Ein Zeichen für Mr. Pickett. Da müssen wir auch mal gucken. Skylla sind wir nicht. Naja, guck mal. Wir können an Grimm schon mal das Poster abliefern. Und dann sollten wir vielleicht mal zu MSI rein, ne? Könnten wir auch mal machen. Grimmy Boy. Have you had time to check on that poster yet? I keep Klar. wondering if it's come in. Ja, Brudi. Weißt du, du bist wirklich ein bisschen zu hartnäckig, was das angeht. Jo, hier, bitteschön. Would you look at that? The Rizzo's logo is nice and bright, and you can still smell the ink on Mr. Holcomb's signature. I can't thank you enough. Still, you can have the bits I was going to spend at the bar this week. And you know what? Take my old tossball blocker, too. Never get the chance to use it these days. Ah, danke dir. Sehr schön. Profi-Wurfballblocker. Bist du das? Ja. Naja, können wir zerlegen oder so. Was haben wir denn? Ja, das müssen wir noch machen. In Fallbrook. Och. Okay. Pillendöschen. Ja, dann müssen wir wohl mal das Pillendöschen machen. So, hier, Nyoka, The bitteschön. charmer. Welcome back. Drink, chat, or business? All of the above? Ja. More or less dangerous than a steady supply of alcohol. Give it here. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. Sag mir einfach, wie ich den Informationshändler finde, okay? Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. It's south and west. Mostly follow the road till you're past Fallbrook, then look for caverns in the mountain. If you ain't into spelunking, there's a western slope past Rotting River, but it's dangerous ground. A lot of things that'll want to eat you there. Good luck. Danke! Gut. Haben wir das? Dann das hier. Da muss sich doch auch was finden lassen. Smells like wrapped in here. Oh, it does work. I bought some musk from Sebastian. Ah, hier, Left Field.
Da waren wir ja schon mal. Here to catch a game? I'm afraid the transmission's still pretty bad. What can I do for you? Du, ich hab das hier gefunden. Poor Isaac. I was wondering why I hadn't seen him in a few days. I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. Das habt ihr hier alle. Was haben denn Zähne damit zu tun? They were pretty distinct. Monarch doesn't exactly have a thriving dental industry, and Isaac seemed to get stuck in all sorts of bad habits, dietary and otherwise. Sometimes he'd drink purpleberry punch by the liter, other times he'd keep betting on a losing team. Started owing the wrong people money. Wem hat er denn Geld geschuldet? I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not allowed in the bar anymore. I bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Danke. Mr. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do. Oh, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Seht ihr, so helfen wir den Leuten hier vor Ort einfach auch wieder, ne? Wir haben uns nur vorher schon um die Bezahlung gekümmert. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. What are the chances of all the times and places we could have been born? Yeah. We're here, light years from Earth, going about our lives. Every time the punch clock peals, a worker earns his meals. What are you talking about? Sorry, I thought you were quoting It's a Wonderful Director. Roboladerbediener. New face, huh? You from Offworld? Du hast einen Gutschein bekommen, nur geht er für alles andere außer die eine. Ja, ja. Schade. So, was geht denn dich das an? Nothing at all. Just like to be friendly like with newcomers. It's the MSI way. Mhm. Und warum solltest du sowas tun? Isn't so often we get new faces around town. Plus, we've cause for celebration today. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel with us? By the smell, he's been reveling enough for you both already. Mhm. Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly cares. Well, as long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. So now we're striking. Aha, okay. Was könnte so schlimm sein, dass ihr dafür die Arbeit liegen lasst? Bringt euch das nicht in Schwierigkeiten? It ain't any one thing but the sum of it all, having to work longer shifts for less bits. And the wages we do earn don't cover as much as they used to. Our supervisor Velma goes on and on about quarterly profits and meeting quotas. But that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. We won't go back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch, we're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. Habt ihr. Aber wenn ihr jetzt nicht arbeitet, dann geht der Laden hier noch mehr zugrunde, weil ja dann keine Kohle reinkommt. Ja, und dann war's das. Und dann könnt ihr euch keine Reparaturen mehr leisten. Dann kommt die Mantikönigin an und das war's. I wouldn't doubt it. You look like the type who tends to come out on top. Not like us cogs, trying to be the squeaky wheel but just getting deadlocked. It's been days, but Velma won't even hear us out. Maybe you could just make her listen to our demands. Matthias, das Problem ist ja, die haben ja keine Corporate mehr. Also nicht wirklich. Das ist ja frei. Die haben es ja von Corporate losgesagt. Vom Vorstand und so weiter. Ja. Das ist quasi... Ich will jetzt nicht sagen freie Marktwirtschaft, aber zumindest den Grundgedanken daran haben sie versucht.
Was? Klaus Wieselski. Na, dann werde ich mich mal für euch einsetzen. You would do that? We sure are lucky you decided to come up to the patio today. I knew drinking up here would be good for more than the view. Wir müssen mal über Velma sprechen. Sure thing. What did you want to discuss? Wie lange könnt ihr es euch leisten, von der Arbeit fernzubleiben? Also kurz gesagt, wie groß ist eure Schreikasse? Not forever, but we've each saved up our bits, and I stashed them safe in my home by the diner. I reckon we could last a week or two at least. In der Nähe vom Diner, ja. Ja, guckt mich nicht an. Ich hab nur gefragt, ja. If I knew that, I'd have tried it. Talking reasonably got me nowhere. Maybe you'll fare better. The others wanted to blackmail her, but we're above that. Besides, them are just rumors. We got no proof they're true. Was hast du da von Erpressung gesagt? I would never endorse such an untoward tactic, you know, but, well, there's rumors that Velma's taking a cut off the profits. So far, it's just gossip, you know, but if there was any proof to be had, it'd be in the Saltuna warehouse, I reckon. Okay. Schläger, Elijah, Bertha, okay. Please, will someone help me? My boy's in trouble. Who the fuck are you? This ain't your alley. Got it. Heads down. Ich muss erstmal. Es tut mir voll leid. What do you think you're doing? Das ist doch jetzt nicht wahr. Das sind Gesetzlose und wenn man dann klaut, dann kommen die her und sind der Meinung, sie sind besser als wir, oder was? Also, ich glaube, es hackt. So, was haben wir denn jetzt hier? Hä? Und was ist denn das, Leute? Beat it. Beat it. Beat it, beat it, beat it, beat it. Don't wanna beat it. As you were. Calm. I don't have time for this. Oh, calm, Hey. calm, Huh? calm, Carry on. calm, calm, Hey. calm. As you were. Danke. Ach, Mann. Hey, what are you doing here? This is our secret alley. Ja, so We're secret ist ja already nicht, ja? pissed by those crates to market. Okay. Ich weiß, dass ihr Isaac ermordet habt. Listen, that purple-toothed twerp had it coming. Not that anyone has proof. And not that it's any of your business. Ich mache es aber zu meiner Angelegenheit. Oh yeah? What are you saying exactly? Nun, du hast die Leute lang genug tyrannisiert. Wenn du weißt, was gut für dich ist, verschwindest du und kehrst nie wieder zurück. Wow. Most of the pencil pushers around here cave as soon as you look at them funny. Fine, we're going. This ain't worth it. Mhm. Pissig. Hey, selbst in der Gruppe hatten sie nicht mal mehr eine große Klappe. Was sind denn das für Weicheier? Ich habe mich schon so drauf gefreut, jetzt hier endlich meine Knarre mal wieder rausholen zu können.
Und dann wird man so im Stich gelassen von diesen Schwächlingen. Es ist doch traurig, oder? Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong. Like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Please, you have to help me get my little Tucker back. He ran away and is going to get himself killed. Oh, I just know a Raptidon is melting him with acid as we speak. Ach Quatsch, der ist doch nur mit seinem Freund Dale unterwegs zu ihrer Hütte im Wald, oben in den Bergen. Das Schlimmste, was denen passieren kann, sind ein paar Teenager, die sich betrinken wollen und dann im Wald irgendwie so blöde, komische, naja, wie sagt man, Mutproben oder sowas sich ausdenken. Ich meine, sowas Beklopptes gibt's ja. Oh, I just knew you were a good person. Agnes, I said, this is the woman to save your little Tucky. And I was right. He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptidons, mantisaurs, and marauders, the toxic sulfur pools and poisonous plants, but he didn't listen. Ah, yeah. Oh, law, Captain. A youngster won't last long in a place like this. Please, can't we help? Ach klar. Please, won't you go and find my boy? Natürlich. Warum würde Tucker denn mit Dale davonlaufen, huh? He's been pining for an adventure. Says he's tired of living cooped up behind the walls. But he doesn't understand how dangerous it is out there. I warned him. A Raptidon would snap him up first chance it got. I just know one's ripped his arm off and is gnawing on his sweet little fingers. He should have listened to his mama. I promised I'd keep him safe here with me. Du wirst also sagen, dass Tucker und Dale gegen das Böse kämpfen wollen, ja? Na gut, okay. Wohin könnte er denn gegangen sein? He's been listening to those awful broadcasts that the iconoclasts put out. Ah, okay. I begged Sanjar to put a stop to them, but did he? No. No. Now I just know my boys run off to Amber Heights. That is, if a Manta Queen hasn't spooled out and eaten his entrails for breakfast already. Ach Quatsch, die haben den aufgenommen und jetzt, jetzt ziehen die den auf, den kleinen Tucker. Und wenn sie noch ein bisschen Papier finden, dann hat er noch ein bisschen was zu tun. Und dann halten alle zusammen. Von allen Seiten. That old settlement, southwest of Stellar Bay. I don't know which is worse, the thought of my son shacking up with the nutty iconoclasts. Or that he never made it. Sprats could be nesting in his rotting body alongside the road as we Das stimmt. speak. Da hast du vollkommen recht. Or maybe marauders got him, pulled all his teeth out, crushed him into their drugs and made him snort them. Oh, the things that could happen to my sweet baby. Die hat aber auch eine gute Vorstellung. Donnerwetter. So, was war mit den Ikonoklasten? Those low-life degenerates, leading innocent boys into a life of danger. Oh, they make it sound so exciting. Like it's noble to risk it all out there, fighting for the greater good. Ja, Noble klingt isn't aber to so, worry als your wenn's loved ones. Not at was all, nobel I ist. say. But still they preach their sermons of anarchy and rebellion to anyone who listened. If they weren't holed up in Amber Heights, I'd knock them all upside the head. Gut, hilft dir, ne? Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouths. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. Ja. Uiuiuiui. Ja, aber auch eine lebhafte Fantasie, du. Step lively, Miss Holcomb. I'm not winded. Honest. My, boot was untied. Ja, Would ja, hate na for you klar, to get klar. left behind, or architect forbid, become lost.
Gut, dann gehen wir gleich mal zu Sanjar, Get ne? another advance, Mr. Nandi? Just make sure it's properly logged. I'll note it next to the others, sir. Aha. Gotcha. Daten ansehen. Eine Zusammenfassung der Bedingungen in Stellar Bay. Die Produktivität ist seit der Abschwächung der alten MSI-Reglementierungen und Zugeständnisse an die Mitarbeiter wie beispielsweise Krankheits- und Urlaubstage, Reduzierung der Schichtlängen um 24,9% und 52,3% mehr positives Feedback weiter angestiegen. Die Fischereiproduktion hat sich dieses Jahr um 15,2% erhöht und setzt diesen Trend weiterhin fort. Das verringerte Wachstum im Vergleich zu den letzten Jahren ist wahrscheinlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Verschleiß und Verringerung der Arbeitsmoral, zwischenzeitliche Versorgungsausfälle, der Verlust der Arbeiter an Plünderer 7,2%, Wildtiere 10,3% und Rekrutierung durch Ikonoklasten 17,4%. Als Langzeitziel gilt weiterhin die Versöhnung mit dem Vorstand. Aktuell hat jedoch die Verteidigung der Stadt Vorrang. Die Reparatur der Beschädigungen an den Stadtmauern verschlingt schätzungsweise 32,8% des jährlichen Budgets. Die beste Lösung hierfür wäre eine deutlich erhöhte Anzahl der Verteidiger und Waffenanlagen, was jedoch aufgrund der vorgenannten Faktoren und deren Auswirkungen auf die Einwohnerzahl eher unwahrscheinlich scheint. Gut. Der Verschleiß der Arbeitsmoral, natürlich, kennst du es nicht? Ich denke ja eher, dass sie sagen wollten, Verschleiß der Fabrik oder der Produktion und Verringerung der Arbeitsmoral. Ist halt nur in diesem Satzbau und der Kommaführung schwierig. Also es ist bestimmt richtig, aber naja, ne? Arbeitsslogans. MSI, unsere Gewinnmargen sind stellar. MSI Saltuna 43,28% nahrhafter als die führenden Marken. Stellar Bay. Ein erträgliches Wirtschaftszentrum in einer feindseligen und chaotischen Galaxie. Klasse Slogans. Managea. Aber hat schönes Oberteil hat sie an. Finde ich echt cool. Auch diese Farbgeschichte, so lila und gold, finde ich gut. Kann man machen. Nachricht an Otto. Hallo Echo. Hallo Otto. Otto, ich habe deinen Zeitplaner überprüft und du hast dir wirklich etwas Freizeit verdient. Nimm dir doch mal ein paar Tage frei. Du starrst wirklich zu lange auf dieses Terminal. Sanjar. Cool. Bearbeitungsanmerkungen. Dein Bericht sieht ausgezeichnet aus, die Zahlen werden gut dargestellt, inklusive unserer neuesten Produktionszuwächse. Eine kleine Änderungsbitte: könntest du wohl die Seitenränder um 17,3% vergrößern? Zur optimalen Lesbarkeit sollten sie an unsere anderen Berichte angepasst werden. Sanjar. Noch ein Manager. Cool. Man hat also ganz viele Manager, aber keine Arbeiter. Ja, dann wird's natürlich doppelt so gut. Ist ja klar. Hey Celia! Greetings, and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today? Ich hätte da noch Platz auf meinem Schiff. Ach, kenne ich gut. Mit Moral ist es bei uns ja auch nicht besonders gut bestellt. Oh, das ist aber nicht so schön. Worin ging es in dem Gespräch gerade? Hast du Geldprobleme?
Or is he not paying you on account of how he tried to fix the thing his own self and busted it even worse, and then said you wasn't fixing it fast enough, so he's docking your wages again? Not that I got any prior experience with such. Not at all. klar. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. Ist es normal für dich, dein Geld für Raptidon-Teile auszugeben? Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or mantis worm wings. Whatever Sebastian has in stock, really. Warum kaufst du so viel von diesem Sebastian? Wenn es dir so wichtig ist, Bits zu verpulvern, könnte ich dir auch irgendeinen Schrott verkaufen. Nein, die hat sich bestimmt in den Sebastian verknallt und die mag es aber nicht erzählen. Und deswegen gibt sie halt immer ganz viel Geld aus, um bei ihm Sachen zu kaufen, damit er dann auch immer ganz freundlich zu ihr ist. Und dann haben sie wenigstens ein bisschen positive Interaktion, weil sie sich ansonsten nicht traut. Wetten. So I can talk to him, of course. He doesn't get going about much else. I reckon she's got a little bit of squish on this fella. He's sort of the strong, silent type. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. Bitte ihm doch einfach um ein Date. I couldn't. What if he says no? Hey, maybe you could ask him for me. I mean, a no would still be bad, but it won't be quite as embarrassing if you ask. Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. Warte. Was findest du an Sebastian? He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. Das hat man zu mir auch mal gesagt, ja. Ich finde, meine Waden sind immer noch gut und mein Hintern lässt sich auch noch sehen, aber naja, gut. Möchtest du wirklich mit jemandem zusammen sein, mit dem du nicht reden kannst? You think that's what I'm looking for? You're funny. Andere Mütter haben auch schöne Söhne. Not in Stellar Bay. Everyone else who isn't taken either smells like salt tuna or they're my boss. Besides, a man with a good smile and a proportionate upper to lower body ratio isn't something to pass up. Nee, klar. Sorry, sometimes I get carried away. Nee, ist schon okay. Well, new business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising model would be a hit? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? Ja, natürlich, klar. 32% cost savings not loosen the loins? Oh, ja. You've often posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Hau noch mehr solche geilen Zahlen raus. Celia, will you make a note of that for my self-review? Very generous. Noted. But not so generous I can't drive a good bargain. Now, who sent you? Rizzo's, perhaps? Or Auntie Cleo herself? Ich suche eigentlich nur nach einem Informationshändler. Bitte? Ich habe mich selbst geschickt. Ich gehe dorthin, wo es mir beliebt. What a charming notion. One doesn't meet many free spirits in Halcyon. Not outside Tartarus prison, anyway. Forgive me, I'd be positively enraptured. Only, I take it this means you aren't here for Saltuna. Wenn ich noch ein einziges weiteres, als Essen getarntes Forschungsprojekt in dieser spreadverfickten Kolonie essen muss, steche ich wen. Ich könnte immer noch beides sein. Now, there's no need to humor me. I'm used to this particular letdown. Seems like you're having a rough time, Mr. Sanjar. Are you doing quite all right? Oh, don't worry on my account. This is merely the latest in a long line of professional erotic and athletic disappointments.
I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Uff. Was genau hoffst du zu erreichen, wenn du nicht mehr an die anderen Konzerne gebunden bist? Wieso willst du sie zurückholen? Ja, das ist vollkommen klar. Das hört sich nach einer Privatsache an. Ich habe was anderes zu tun. Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. Du hast einfach genug vom Schnurren und Zusammenkratzen, ja? Hört sich an, als ob du freier als irgendjemand sonst in Halcyon bist. Wieso nimmst du es nicht einfach so, wie es ist? You talk like Graham. Freedom always sounds nice, doesn't it? It makes a rather pretty slogan. But if you sit down and tally up the costs, how you provide for yourself in the absence of aid, how you protect yourself from a hostile galaxy, it starts to lose its shine. Ja, okay, das kann ich verstehen. Intellectualism fuels the train to mankind's future, but the tracks the train runs on are forged from practicality. Mr. Vicar, I don't want to be rude, but I don't think that means anything. Yes, it's as though the good vicar has plucked the very words from my brain. Okay, was willst du dagegen unternehmen? Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. But will that help the people here, Mr. Sanjar? Keep them fed and safe? That's precisely what I'm trying to do. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. Warum soll ich denn verstörend wirken, Holle? Hä? Gut, wie sieht der Plan aus? It's a two-pronged approach. The first part involves seeing Stellar Bay properly defended. Schön und gut, aber wie willst du es anstellen? Wie lange hast du gebraucht, um auf die Idee zu kommen, dass eure Stadt verteidigt werden muss? With a Bolt 52 cartridge, of course. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Was ist denn das? Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. Mist, zu wenig Intelligenz. Was ist dann der andere Teil des Plans? I'll need to gather some supplemental materials, but I mustn't get ahead of myself. You do tend to do that. The Bolt 52 will be in the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in. And these days, it's overrun with marauders and raptidons. Beides auch noch gleichzeitig, aha. Na dann hole ich das mal. Do be careful. I've lost more than a few people to marauders and raptidons out there. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it doesn't fall into the wrong hands. Gut, ich habe noch ein paar Fragen. What can I do for you? Du, ich habe hier Grimm, ne? Die Wache vom Landeplatz habe ich getroffen. I see. And was his delivery of the MSI authorized greeting up to snuff? Du, das war eine Glanzleistung. Well, that's excellent. I'll see that your feedback makes it into his review. What else can I do for you? Ja, du, pass auf. Du, Isaac Rose, ne? Der ist tot. Und ich habe auch seinen Mörder gefunden. But that's terrible. What happened? Elijah und seine Hooligan-Freunde. I'm glad to hear you've dealt with them. They've been causing quite a bit of trouble around town. I've been consumed with other matters of late, but I would have dealt with them eventually.
Of course I would have. Mhm. Still, your intervention in the matter is much appreciated. Please consider this payment for your services. Du, Informationshändler, ne? Hiram? Why, he's probably still out at Devil's Peak. Not that he's had the courtesy to notify me, at any rate. Wie geht's dorthin? You'd head south along the road and look for a mountain to the west. Not that I'd advise it. It's a terribly dangerous trek. Ah, das macht But nichts. if you insist on going, I'd recommend taking a local guide. Mioka would be a prime candidate. Ja, nee, If lass you mal. can keep her sober. Ja, haben wir alles schon gemacht. Du, Fragen hier, MSI und gute alte Zeit. Then it's good that I keep such meticulous notes. Sehr gut. Wieso wurdet ihr aus dem Vorstand geworfen? I've asked myself the same thing many times, especially seeing as the legal mechanisms we employed were part of the board's own bylaws. Meinst du, dass ihr euren eigenen Ausschluss herbeigeführt habt? Eile mit Weiles, ja? Not intentionally, though that's technically true. For many years, this planet was home to as many corporations as Terra 2. Back then, it was known as Terra 1. Was ist mit den anderen Konzernen passiert? Terra 1 und Terra 2, verstehe, der Vorstand hat seine besten Leute eingesetzt. As you may have noticed, this planet has more than its share of hazards. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. Pull out ist manchmal gar nicht so schlecht. Ja, doch, hört sich vernünftig an. Ja, obwohl, nee, wir fragen mal gezielter nach. MSI also nicht. Our leadership at the time certainly wanted to. And how did that work out? Most regard Monarch as a lost cause, but there were others of us who saw an opportunity. The chance to improve working hours and conditions, to reform MSI from the ground up. Wie progressiv? It's humane, but it's also good business sense. Das stimmt. Exhausted, sick, and malnourished workers are not productive workers. Even a cursory review of the data bears that out. I hope you'd treat them nice, whether it was good business or not, Mr. Sanjar. That's what being a community means. Treating people right, because it's the right thing to do. Ms. Holcomb is our endlessly optimistic crew hand. It's good for the captain's morale. A noble thought, Miss Holcomb. Unfortunately, noble thoughts rarely sway board policy. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow MSI to claim ownership of the entire planet once the other corporations pulled out, creating the perfect environment for us to enact these new reforms. Ja, klingt gut. Und trotzdem muss man sagen, und das verstehen trotzdem viele Kapitalisten nicht und auch so Firmen, die einfach nur die ganze Zeit Betriebswirtschaft im Kopf haben, wenn du deine Leute gut behandelst und auch gut bezahlst, das gehört dazu, und auch gewisse Benefits hast, dann ist erstens die Moral besser, die Arbeitsleistung ist besser, meistens ist sogar die Krankenstand oder also die Krankenrate oder der Krankenstand ist niedriger und du hast weniger Turnover. Das heißt, du musst weniger oft neue Leute suchen, die einarbeiten, was wieder von anderen Leuten Aufwand kostet und so weiter, sondern du kannst mit den Leuten, die schon eingearbeitet sind und was wissen, kannst du immer mehr erreichen und immer mehr schaffen. Und das am Ende steigert deine Profite. Es ist nicht gut, wenn deine Leute maximal 1-2 Jahre in deiner Firma bleiben und dann sind sie wieder weg. Das hilft dir nicht. Aber das verstehen viele nicht. Ich nehme an, deine Bosse waren von der Idee nicht sehr angetan, um den Vorstand mit eigenen Mitteln zu schlagen. Clever. No, they laughed in our faces and insisted we'd be relocating to Terra 2 along with everyone else. Sehen leider nicht alle so. Habe ich letztens bei einem React gesehen, wie es in Japan ausschaut.
Ja, aber das ist halt eben genau der Knackpunkt, weil viele nicht verstehen wollen, dass es so ist. Selbst wenn die Arbeit in Anführungsstrichen einfache so Bandarbeit ist. Es gibt ja komplizierte und es gibt vielleicht auch etwas einfachere Arbeit am Band. Aber selbst dann ist es so, dass du einfach, du steckst, hast ja viel mehr Übung drin, hast schon mal verschiedene Probleme gehabt. Das heißt, du weißt, wie du darauf reagieren musst und. Deswegen ist es immer besser, du behältst deine Leute, die du schon gut ausgebildet hast. Yes, some of us stayed behind, and as the most senior executive remaining, I ended up in charge of what was left of MSI. I moved forward with our planned reforms, as well as our strategy to assume ownership of the planet. Yet not long after I renamed it Monarch, the other corporations dislodged us from the board and began an official campaign to paint us as lawless savages. I don't know. Everything we did was legal and above board. We followed their rules, and yet they still found reasons to declare us outlaws. I do think there's something useful in a governing body like the board. Something that keeps us from anarchy, but I dearly wish it functioned differently. Tja. Wieso willst du eigentlich zurück in den Vorstand? Das Gespräch dauert schon wieder echt viel zu lang, ne, für mein Gefühl. He and his followers call themselves the Iconoclasts. Lawless anarchists, all of them. If anyone on Monarch deserves the reputation the board's pinned on us, it's them. I will admit, I am keen to meet their leader. Well, be careful what you wish for. Graham has a habit of ruining everything, and everyone around him. I'm trying to build something here. They only want to destroy things, and they risk ruining Monarch for all of us. It isn't just that they drain our people and resources. Every radical act they commit cements Halcyon's image of us all as destructive rebels, and pushes us further from the rest of the colony. He's lucky the board doesn't take him seriously enough to keep more than a few UDL gunships patrolling Monarch. An Earth Directorate assault cruiser would change his tune. It's almost a shame we haven't seen one around Monarch in a long while. Oh, wieder zurück. Why wouldn't anyone? They own nearly all the resources and infrastructure in Halcyon. Without the board, chaos would overtake the system. Nah. Working within the established order isn't a principle to snub one's nose at, Captain. To be on the board is to be part of the colonial community, and being cut off means slow strangulation. Ja, das mag ja alles sein, ne? Aber da drinnen zu sein, ist im Prinzip genau das Gleiche. Du erstickst auch langsam. Nur, dass du nicht an irgendeinem dreckigen Schlammwasser erstickst, sondern an Zero G Brew oder irgend sowas in der Richtung. I fear the MSI citizens who've been dissolved into Raptidon Cud would disagree with you. If membership on the board can ease our hardships and provide us with opportunities, then that's the path I mean to pursue. Besides, I'm hopeful that additional leverage on our part will allow us a more equitable relationship. Vergiss es, das lassen die niemals zu. Don't get ahead of yourself, sir. Yes, it'll be easier to explain once we have the Bolt 52. My hope is to maintain the reforms we've managed here, and who knows? Perhaps once we're restored, we could spread them to other corporations. Ja, ihr wollt von innen das Ganze aufräumen, aber nicht so krass, wie das jetzt hier gerade aufgebaut ist zwischen den anderen im Vorstand. Das könnt ihr vergessen. It's a legal provision that gives the board the authority to cordon off any planet or location that it deems dangerous. A necessary evil for the greater good of society. That's exactly how the board describes it.
Yes, making all of MSI criminals in the board's eyes. Rather hard to run a business that way. Ah, lass uns mal über was What can I do anderes for reden. Ich gehe. Oh. Das Gespräch war lang. Zu lang. Sanjars To-Do-Liste. Richtlinien für jährliche Selbstevaluierung anschauen. Schriftart für jährliche Selbstevaluierung auswählen. Format für jährliche Selbstevaluierung auswählen. Zeit zum Schreiben der jährlichen Selbstevaluierung. Plan jährliche Selbstevaluierung verfassen. Celia sagen, dass sie exzellente Arbeit leistet. OWD Puzzlewürfelstil. Mhm. Gut. Dann haben wir es ja jetzt erstmal geschafft. Oh, ich dachte echt, das Gespräch geht nie vorbei. Das ist ein bisschen zu lang. Ah, na gut. Ja. Wir haben jetzt einige Quests bekommen. Das heißt, einerseits mal ein bisschen nach draußen gehen. Das heißt, andererseits aber auch ein bisschen hier drin schauen. Da gucken wir jetzt mal kurz in der Folgenpause, was wir da am sinnvollsten machen davon. Und dann lege ich auch noch ein bisschen Stuff oben bei uns auf dem Schiff ab. Ja, und dann geht's ab zur nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Cheerio. Und ciao. Und hoffentlich gibt's dann ein bisschen mehr Action und nicht ganz so viele Gespräche. Tschüss.